Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit ein paar News. Ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen. Es gibt jetzt die Statuen für den ersten Spieler auf Level 165, Mr. Finland, X Gifu und für die allererste 150er Waffe plus 10. Was ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich glaube, die meisten Leute hatten das gar nicht wirklich auf dem Schirm, dass es dafür auch eine Statue gibt. Aber ja, das hat Kaguya geschafft. Und diese beiden haben jetzt Statuen in der Stadt. Und wieso das eine Rolle spielt, ist, weil die Statuen einen Buff geben für 30 Minuten jeweils. Also man kann sich 2 Buffs holen, jeweils 30 Minuten. Und diese Buffs sind aber nur verfügbar, also jetzt schon, bis zum 10. Juli. Also sind leider zeitlich begrenzt. Und der Nachteil ist halt auch, wie gesagt, 30 Minuten, dass man sie nicht so geil in den Alltag integrieren kann, weil die meisten Sachen in Flive, die man macht, gehen ja eigentlich so eine Stunde, also eine Levelstunde, Amplis, die meisten oder viele Power-Ups, Dungeons und so weiter. Also es gibt schon auch Sachen, die man in 30 Minuten machen kann, aber es ist ein bisschen nervig, dass es nicht 60 Minuten sind. Selbst 60 Minuten wäre ein bisschen nervig, weil du musst ja von Flares, wenn du leveln möchtest zum Beispiel, weil einer der Buffs ist halt XP, zwar nur 5%, aber generell einfach die ganzen Buffs sind ja gut zum Leveln. Ist ein bisschen schade, dass sie hier nicht wirklich an uns gedacht haben, weil diese 30 Minuten halt, wie gesagt, nicht so geil genutzt werden können, wie wenn es zum Beispiel 60 oder noch besser, vielleicht 65 oder 70 Minuten wären, weil dann könnte man halt super damit eine Stunde leveln und dann nach einer Stunde wieder nach Flares gehen, sich den Buff neu holen. Aber das haben sie leider nicht gemacht. Ja, ist trotzdem nicht schlecht. Achso, schauen wir uns vielleicht erstmal, das müssen wir uns zum Ende angucken hier. Ja, Wochenend-Event machen wir damit weiter. Dungeon Coin Discount Event vom 6. Juni bis zum 8. Juni. Also ich dachte, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommt Schmuck-Upgrade-Event. Also ich war eigentlich wirklich bei über 90%. Mich hat sehr überrascht, dass es gar kein Upgrade-Event ist, sondern dass es ein Dungeon Coin Discount Event ist, weil es hätte ja noch auf der anderen Seite hätte es noch gegeben, Waffenstockle-Event, das hatten wir auch noch nicht seit dem FEC-Start. Also Waffenstockle und Schmuck-Upgrades sind die letzten beiden Upgrade-Events, die wir noch nicht hatten. Also wirklich eine kleine Auswahl. Und in letzter Zeit haben sie es wirklich immer so gemacht, Upgrade-Event, kein Upgrade-Event, Upgrade-Event, kein Upgrade-Event, also an den Wochenenden. Und jetzt kam halt, obwohl letzte Woche schon kein Upgrade-Event war, wieder kein Upgrade-Event, also zweimal kein Upgrade-Event in Folge, was halt auch ungewöhnlich war jetzt. Und ja, ist halt ein bisschen blöd, weil damit halt wirklich keiner gerechnet hat, eigentlich, dass jetzt gar kein Upgrade-Event kommt. Und erhöht aber die Chancen fürs nächste Wochenende. Also fürs nächste Wochenende würde ich auch wieder sagen, über 90% Chance auf Schmuck-Upgrade-Event für die Leute, die immer noch warten. Und ja, Dungeon Coin Discount Event, was bedeutet das? Wenn ihr Dungeons farmt, das sind nur Dungeons, die ja Dungeon Coins verbrauchen, also alle instanzierten Dungeons, also nicht Clockworks, nicht Red Medionica und so, verringert immer den Verbrauch einer Dungeon Coin um 1. Der Verbrauch kann aber nicht unter 1 sinken. Ist also nicht wirklich so krass. Also der erste Run ist damit sehr günstig, wenn man viele Curses aktiviert. Der zweite auch. Aber alle weiteren, also wenn man wirklich sehr viele Dungeons macht, sagen wir 10, 15 oder vielleicht sogar 20 pro Tag, naja, gehen dann eigentlich schon noch genauso ins Geld, weil die Hauptkostenpunkt von den Dungeon Coins ist ja irgendwann, dass du in Anführungszeichen zu viele Dungeons gemacht hast. Weil die Curses kosten eigentlich immer gleich viel. Aber wenn du je mehr Dungeons du machst, desto teurer wird der Eintritt irgendwann. Und da werden die Kosten halt wirklich noch um 1 verringert. Also ja, kommt drauf an, wie krass man das Event nutzen kann. Also so oder so, wenn man viele Dungeons farmt, spart man sich natürlich eine Menge Coins. Aber die Coins sind jetzt ja auch nicht so ultra teuer, sag ich mal. Und wer wirklich so viele Dungeons farmt, kriegt ja eigentlich in der Regel auch wieder sehr viel Geld zurück. Also ja, es ist wirklich nicht das beste Event, kann man sagen. Aber nicht schlecht. Außerdem geht es nur 3 Tage, davon abgesehen. Wie immer. Dann, Third Anniversary Feed Boss Event. Läuft schon wieder seit dem 5. Juni. Also dem 4. Juni schon wieder. Und was jetzt hier neu ist, der Dungeon Boss spawnt jetzt in einem Event Dungeon. Und den kann man über den NPC Boss Bang located in the village betreten. Also in Flares steht er zum Beispiel am Aufzug in der Mitte. Und man kann beitreten immer 10 Minuten, bevor es losgeht. Das heißt quasi,
wenn wir um 13 Uhr einen Server-Time haben, also hier steht jetzt 1 PM, also 13 Uhr Serverzeit, müssen wir um 12:50 Uhr eintreten. Bis 12:59 Uhr haben wir Zeit. Danach geht es nicht mehr. Und danach hat man 1 Stunde Zeit, den Boss zu besiegen. Der hat weiterhin 50.000 HP, das ist also relativ easy. Also normalerweise soll der Boss in wenigen Minuten tot sein. Und um 14 Uhr, falls man es nicht schaffen soll, den Boss zu besiegen, wird er verschwinden und man wird zurück in die Stadt teleportiert. Wird halt so gut wie niemals passieren. Und alle Spieler ab Level 20 können teilnehmen. Genau. Und die Belohnungen sind eigentlich die gleichen. Also ist eigentlich alles gleich hier mit den Boxen, wie viel Damage man machen muss für 2 Boxen, wie viel Damage man machen muss für eine Box und so weiter. Level begrenzt das Ganze auch, verschiedene Boxen für verschiedene Level. Also daran hat sich eigentlich nichts geändert. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass die Bosse eben in diesen Dungeons spawnen. So im Endeffekt das Kaigas Assault-Prinzip, kann man sagen, weil es genauso eigentlich funktioniert wie Kaigas Assault eben. Und ja, das war's eigentlich. Bisher lag-technisch, es hat eigentlich nicht wirklich gelaggt, es scheint zu funktionieren. Stellt sich natürlich die Frage, warum hat man das dann nicht gleich so gemacht, ne? Aber gut, diese Frage zu stellen, verdient, glaube ich, einen Permaban, wenn man die auf dem Discord stellt. Deswegen, ja, egal. Ist, wie es ist. Dann, der 4. und letzte Coupon-Code von unserem Android Fiasco Compensation for AOS Pre-Registration Coupon Issue ist am Start. Der gibt uns einmal ein Event Madrigal Guardian Kostüm, Grey No Speed, also einfach ein Skin, und einen Extra Brag 30 Tage. Der Extra Brag 30 Tage ist tatsächlich ganz cool, der ist auch 300 F-Coin wert. Wobei man sagen muss, dass die anderen Codes eigentlich alle mehr wert waren, glaube ich. Ne, bis auf den hier vielleicht. Aber gefühlt alle anderen Codes waren in F-Coin Value eigentlich mehr wert als 300 F-Coin. Wenn man hier halt eben das Madrigal Guardian Speed als 0 bewertet. Und für mich ist das 0, weil Skins sind für mich eigentlich wertlos, um ehrlich zu sein. Vor allem ist das kein schöner Skin. Ich meine, wenn das jetzt ein ultra geiler Skin wäre, würde ich sagen, okay. Aber das ist halt gefühlt einer der unspektakulärsten Skins im Game. Genau. Und der ist gültig bis zum 19.06. Er ist auch in meinem Twitch-Chat, Ausrufezeichen Code. Aber es ist der gleiche Code wie immer und der ist jetzt wirklich auch nicht zu kompliziert zum Abschreiben. Oder geht einfach auf die Website und kopiert ihn wieder. Genau, das ist der gleiche Code, einfach nur mit einer 4 hinten dran, den wir jetzt schon 3-mal eingelöst haben. Und ja. Und dann, das, was ich vorher schon gezeigt hatte, es gab Probleme mit dem neuen World Boss Event, es gab Probleme mit den Statuen, die wurden glücklicherweise, Sarkasmus off, alle gefixt. Also ein Problem war wirklich nervig, das erste, nämlich konnte man in einem PvP, in einem Dungeon mit dem World Boss, konnte man PvP machen. Also man konnte andere Spieler töten. Ich weiß nicht genau wie, weil man konnte irgendwie nicht jeden töten. Es war einfach irgendwie verbuggt, keine Ahnung. Manche Leute konnten getötet werden, manche Leute wurden nicht getötet. Ich weiß nicht so hundertprozentig, was genau das Problem war. Auf jeden Fall konnte man andere Spieler teilweise töten. Das wurde gefixt. Also ich meine, das ist natürlich gut, dass das gefixt wurde. Das nächste ist auch gut, dass es gefixt wurde. Diese FEC-Statuen, die waren nämlich erst bei North Channel 1 gestanden. Auch gut. Tja. Und das dritte Problem ist aber überhaupt nicht gut, dass sie das gefixt haben. Denn das dritte Problem war, dass die Buffs nicht nach einer halben Stunde abgelaufen sind, wie es auf der Website und überall stand. Und das ist natürlich dämlich, wenn man sowas ankündigt und dann funktioniert es nicht. Aber, ich habe es ja vorhin schon im Intro angesagt, naja, 30 Minuten ist schon ziemlich kacke. Eben weil du es nicht mit einer vollen Levelstunde kombinieren kannst, ohne nochmal zurück in die Stadt gehen zu müssen, dir die Buffs nochmal holen zu müssen. Selbst für Dungeon Runs teilweise wird es manchen Leuten nicht reichen, weil du musst ja auch erstmal zum Dungeon gehen und so. Lauter solche Sachen. Wobei für normale Dungeon Runs reicht es sowieso nicht, weil da werden alle Buffs entfernt, da kann man es sowieso nicht benutzen. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, ziemlich nervig das Ganze. Und das haben sie eben sofort gefixt, leider. Sehr schade, das hätten sie gerne noch ein bisschen lassen können. Aber jetzt sind diese Buffs halt für viele Leute doch eher wieder uninteressant. Also man kann sie sich natürlich trotzdem immer wiederholen. Aber dafür jedes Mal eine Return Town Scroll zu benutzen, um sie sich vielleicht doch mit einer Levelstunde nochmal früher zu holen, ja, ist halt doch irgendwie suboptimal. Aber ja, das waren im Endeffekt die ganzen News. Also neuer Coupon-Code, 30 Tage Inviberg, vergesst nicht ihn einzulösen. Field Boss Event ist wieder am Start, das heißt immer 13, 16, 19, 22 Uhr Serverzeit. Solltet ihr am Start sein, das ist immer plus 2 Stunden deutsche Zeit, also quasi 15 Uhr deutsche Zeit, 18 Uhr deutsche Zeit, 20 Uhr deutsche Zeit,
21 Uhr und 24 Uhr. Also einfach immer plus 2 Stunden rechnen, wenn ihr es in der deutschen Zeit haben wollt. Und jo, das war's eigentlich. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch im nächsten Flive Universe Video wiedersehen oder im Livestream, tägliche Flive Livestreams auf Twitch. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.